Von Tschechien bis in die Türkei musste ein 150 Tonnen schwerer Generator transportiert werden. Die Gesamtabwicklung lag dabei in den Händen der Universaltransport-Tochter Züst und Bachmeier. Den Transport von Pilsen bis ins 130 Kilometer entfernte Lovosice an der Elbe übernahmen die Kollegen der Prager Universaltransport-Niederlassung. Zum Einsatz kamen Module mit 17 Achsen und einer vierachsigen Zugmaschine. Bevor jedoch mit der Beladung begonnen werden konnte, musste noch eine zweite Deichsel angebracht werden, damit der Anhänger später auch geschoben werden konnte. Es wurden noch Anti-Rutschmatten auf dem Trailer ausgelegt und dann ging es rückwärts in die Werkshalle der Firma Brush in Pilsen. Hier angekommen wurde der 150 Tonnen schwere Generator dann mit dem Hallenkran angehoben und auf den LKW verladen. Der Generator musste noch gedreht werden, um dann zentimetergenau abgesetzt zu werden. Dies ist besonders wichtig, damit eine optimale und gleichmäßige Gewichtsverteilung gegeben ist. Jetzt galt es, das 38 Meter lange Gespann aus der Halle raus bis zum Warteplatz zu bringen. Hierzu mussten die insgesamt 220 Tonnen das erste Mal um Hindernisse und um Ecken herum manövriert werden. Mit schweren Ketten erfolgte dann die Ladungssicherung und danach konnte sich das Team bis zum Start am Abend erstmal ausruhen. Nach der Besprechung mit den Begleitern und der Polizei konnte der Transport dann um 23:30 Uhr starten. Die erste große Herausforderung war dann das Werkstor, das sich als wirklicher Engpass herausstellte. Aber nach ein paar wenigen Lenk- und Fahrmanövern war das Tor passiert und der LKW erreichte die Hauptstraße. Hier wartete bereits die zweite Zugmaschine, die jetzt ankoppelte, um den Transport auf der bergigen Strecke zu unterstützen. Von den örtlichen Verkehrsbetrieben waren 2 Hubwagen im Einsatz, die den Abstand zu den Oberleitungen der Straßenbahn kontrollierten. Nachdem das Stadtgebiet von Pilsen verlassen wurde, ging es auf Nebenstrecken durch kleine Dörfer Richtung Norden nach Lovosice.
Gegen 5:30 Uhr musste dann noch eine Pause eingelegt werden, bis das Ziel dann in den frühen Morgenstunden erreicht wurde. Hier angekommen, wurde dann am nächsten Morgen gleich mit der Verladung ins Binnenschiff begonnen. Ein Hafenkran hob den Generator ins Schiff, mit dem er nach Antwerpen gebracht wurde. Von dort ging es dann zum endgültigen Bestimmungsort in die Türkei, wo die türkische Niederlassung der Universalgruppe für den Straßentransport inklusive Einbringung in das Gebäude verantwortlich zeichnete.